So, willkommen zurück. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich habe mir mal ein bisschen was übergezogen, so Schal und so. Und Hausschuhe. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe die Kopfhörer aber noch nicht auf. Ich bin auch im Kraken. So sieht das leider aus, Kinder. So, ich hänge da fest. Wait, So. Callum! Ja, Hansel wait, and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Stop, Callum! Weil die Musik so laut ist, kann ich das nicht hören, was die sagen. Das klingt aber nicht gut. Bin ich ja ehrlich. Oh Mann, ey. Where are you? What the... Das ist so gar nicht gruselig. Nein, nein. Oh Gott. Callum? Catch me, Mom. Du hast ja gerade gesagt, das kann ich nicht. Ah. Ja, ja, ne, ist schön hier. Ich bleibe einfach hier. Another accident. This place. Yes. Ew. Come out, sweetie. This way. Yeah. Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opening on time. The governor is booked to cut the ribbon, so the only real question is whether we will have any customers. I'm not truly worried. The customers will come out of simple curiosity. I deduced what was needed from the band writings of Archie Henderson. It's astonishing to think that a resonance of positive emotions can be used to fuel such a process. Henderson himself chose to use negative, and that caused some of the taint that still lingers in this place. I will not make his mistakes. Very soon I will know if this has all been for nothing. Ich will nichts sagen, aber das sieht nicht gut aus. Und hat der Bär hat Don't ein hide Messer. from me, Callum. Das wollte ich gar nicht. Der hat ein Messer im Auge. Und wo kommt all das Blut her? Ist der weggeschliffen worden? Oh, das ist ja ganz schrecklich. Und diese Geräusche. Wait for mommy. Follow the trail. Ja, da weiß ich nicht, ob ich das will. Oh Gott, ich habe schon wieder überall Gänsehaut. Warum mache ich das? Warum? Oh Mann. Hau du ab, blöder Vogel. Okay, ich hab... Oh, das ist ganz, ganz schrecklich. Meine Katze macht auch schon wieder Geräusche hinter mir. Das irritiert wieder.
Unglaublich. Puh. Also, oh, guck mal, eine Krake. It's on the trail. Zur Krake. Where did you go? Hier ist gar nicht mehr laut. Okay, jetzt passiert gleich wieder irgendwas. Es ist immer, wenn das da unten lädt, ne? This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Ja. The guy just snapped. Those poor kids. Eyewitness reported an Island Park incident. Officer on duty, Sheriff of Bannerman. Witness name, Creed Norma. Statement. We were waiting for our turn on the ride. Frank, me and the boys. This fellow in the chipmunk suit is making an ice carving while people took photographs. Lawrence wanted to go over to him, but I've always been a bit wary of those suits. They give me the creeps. It's silly, I know. Anyway, the chipmunk man, he was carving and picking away at the ice. And at first we thought he was making some animal, like a tiger or a lion, but as more and more ice fell away, when you first looked, it was like a human face smiling out of that block of ice. But the more you looked at it, the more you saw that there was something not quite right about the proportions. Something unnatural that made your heart begin to beat just a little bit faster, like you were prey and that thing in the ice was a hunter. But then these teenagers walked up and one of them made a face at the carving and that said something rude to the guy in the chipmunk suit. And then, well, he went bizarre. For a few moments it was chaos. Everybody was running away from the guy who had one of the teenagers on the ground and he was stabbing with the ice pick. And blood was spraying and people were screaming and Frank and I had the kids and we were dragging them away as fast as we could. The last thing I saw before Frank dragged me away was that the eyeball of one of these poor kids has landed on the ice sculpture, making the horrible creature look more or less alive. Also, diese Familie stand hier an diesem Gerüst wohl an, für irgendwas, ist auch total egal. Und da war halt dieser Typ in dem Chipmunk-Kostüm und hat so eine Eisfigur gemacht mit einem Eispickel und einer Säge und was da alles so halt dazugehört. Und sie hat schon beim Hingucken, also irgendwas war da schon nicht ganz richtig. So erst dachte man, naja gut, das ist vielleicht ein Tier und dann sah das so ein bisschen aus, halt wie ein menschliches Gesicht, aber irgendwie halt doch, ja, gruselig, seltsam, nicht so wie es sollte, so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, einfach komisch, seltsam. Und naja gut, aber man hat sich da jetzt nicht so viel bei gedacht, ist halt seltsam und man geht seiner Wege. Dann kamen aber ein paar Teenager, haben eine blöde Bemerkung gemacht und haben irgendwie sich ein bisschen dämlich verhalten, wie Teenager halt so sind. Und dann ist der Chipmunk-Mann mal ausgerastet und hat ist auf die Teenager halt losgegangen. Also es war ein riesiges Chaos und alles, keine Ahnung, also die Familie, die Frau und diese Norma Creed und ihr Mann haben halt, wie hieß er? Frank, haben halt ihre Kinder gepackt und haben zugesehen, dass sie weggehen, aber Norma hat sich eben mal umgedreht und hat gesehen, das ist schon so, wow, wie sehr rastet ein Typ aus, dass der Augapfel von einem dieser Teenager auf dieser Eisskulptur landet und diese Figur quasi, diese Eisfigur noch ein bisschen lebendiger wirken lässt. Oder mehr oder weniger lebendig wirken lässt. War so das, was sie gesagt hat. Schon eine crazy Situation. Ja. Come to mommy, Callum. Mother
Quack. Ich glaube, wir müssen damit fahren. Es sind schon ein paar schöne Sachen hier passiert in dem Park. Aber er wollte das nicht passieren lassen, Hallo? Mr. Winter. Doch nicht hingefahren? Offensichtlich nicht, ne? Müssen wir? Callum! Callum! Where did you go? Oh, I remember this. Callum! I can't get on while it's moving. Ich sitze hier schon wieder mit offenem Mund, ne? Das finde ich jetzt extrem gruselig. Extrem. Und ich habe eine irre Angst, was jetzt passieren wird. Soll das so schnell sein? Natürlich. Alles voller. Ich möchte. Oh Gott. Mommy needs to see you, Callum. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Scheint da irgendwie die Verbindung, die sie mit ihrem Sohn hat, in Frage zu stellen. Schon. Okay, das ist auf den Moment, als ob sich da jemand bewegt hätte. Ich glaube ja, dass diese Frau nicht so ganz gesund zu sein scheint. Also so wirkt es im Moment. Ist dem Kind vielleicht was passiert? Hat sie was? Ach Gott, jetzt fange ich auch schon an, wie so manche, wo ich habe letztens noch zu irgendjemandem gesagt, dass ich finde, manchmal werden zu früh solche Spekulationen angestellt und jetzt fange ich damit selber auch schon an. Ich will nicht. Ja, geh da. Oh, da ist ein Zettel. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Gott. Nein. Oh Gott.
Ich will da nicht reingucken. Das ist... Oh Gott, ich werde mich so erschrecken. I thought working in the park for a summer would be a lot of fun. But the end of season here really drags. There aren't that many tourists around, and so many of the staff spend their days standing around gossiping. And most of the gossip is about Chad. I mean, Steve. See? Even I'm starting to call him Chad, and I went to school with that guy. It's that goddamn suit. In the beginning it was a laugh. Steve, the local luscious, Chad the chipmunk. Child-friendly mascot as the Atlantic Island Park. Lock up your daughters and all of that. But the more he wears that suit, the weirder Steve is getting. At first it was the little things, like refusing to change out of the suit at work and taking it home with him every day. And then I saw him at Susie's diner still wearing it, and it wasn't even a work day. Some of the staff complained discreetly to park management about the smell, and I saw him walking and talking with Mr. Winter, the owner, one day. Nothing seems to have changed. The suit still smells like a carcass whenever Steve walks by. Ew. And apparently Steve has picked up some new skills since the last time I saw him puking up in a gutter outside the sinkhole station, because he sure as hell can carve a mean ice sculpture. Those shapes he makes in the ice, though, they give me the creeps. Steve came by the booth today, lucky me, and he just hung around for a while. I couldn't really tell because of the suit, but it seemed like he was just staring at me, sizing me up, fucking me, whatever he was doing. I asked him what he wanted, and he just stood there, not saying anything. Eventually I called my supervisor, and when he came by, Steve wandered off. The supervisor told me to put everything on writing, so here it is. Also, I quit. I don't want to see that chipmunk suit ever again. Laura Hanman. Also, wir sind immer noch mit diesem Chipmunk-Typen beschäftigt. Ich schließe dieses Papier nicht, bevor ich euch das erzählt habe. Und ich bin mir sicher, dass dann was Gruseliges passiert. Das mit dem Licht da in dem Zimmer ist nämlich... ich habe da irgendeine Figur gesehen. Auf jeden Fall, ja. Also diese Laura hat sich halt gedacht, so ja, ey, ist cool, in dem Freizeitpark hier zu arbeiten. Wenigstens mal jetzt das eine Jahr noch irgendwie, keine Ahnung, bis sie weit mit irgendwas weitermacht. Aber es ist halt relativ langweilig zum Ende der Saison. Und alle lästern halt über Chad. Das ist so wie das Gedicht, was wir da auch gelesen haben auf dieser Chipmunk-Figur. Und eigentlich heißt er Steve. Steve war immer schon aber eigentlich ein netter Typ. Und aber je länger er halt da gearbeitet hat und diesen Anzug getragen hat, desto seltsamer wurde er. Also keine Ahnung, hat angefangen, den Anzug nicht mehr ausziehen zu wollen in der Pause oder so. Hat ihn mit nach Hause genommen. Irgendwann hat man ihn dann gesehen, dass er den eben auch in seiner Freizeit trägt, irgendwie, wenn er was essen geht. Und ach so, muss er wohl relativ merkwürdig geworden sein. Natürlich, wenn man immer diesen Anzug trägt, fängt es irgendwann an zu stinken, und die Mitarbeiter haben sich eben halt auch irgendwie beim Management darüber beschwert, und Mr. Winter hat sich wohl auch mit ich wollte jetzt auch schon Chat sagen, mit Steve darüber unterhalten, aber das hat halt nichts gebracht, scheinbar. Also er stinkt halt einfach weiter wie, keine Ahnung, die Pest, und wie heißt, ja, da passiert einfach nichts. Auf der anderen Seite hat Steve eben wohl auch ein paar neue Sachen gelernt, zum Beispiel eben Eisskulpturen zu machen. Und da muss er richtig gut sein. Allerdings eben halt sehr gruselige Eisskulpturen, was wir ja schon wissen, dass er das tut, und halt irgendwann dann noch total ausrastet. Irgendwann muss er wohl zu ihr rübergekommen sein. Sie hat erst so, ja, lucky me, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ironisch meint, und er hat sie einfach nur angestarrt, und hat sie darüber wirklich erschreckt, bis sie ihren Vorgesetzten gerufen hat, der dann, als er kam, ist Steve einfach weggegangen. Und das war halt auch wohl scheinbar der letzte Tag, an dem Laura Hanman hier gearbeitet hat, weil, oh Gott, ich will das gar nicht zumachen. Ehrlich nicht. Weil ihr das einfach zu viel wird. Und jetzt werde ich mich fürchterlich erschrecken, wenn man Sicherheit erscheint. Ja, ich sag es doch! Ich hab's gar nicht gesehen, weil ich mich so erschrocken habe. Ich wusste das, alter Scheiß.
hätte euch gerne sehen lassen, was da steht, aber es ist vielleicht einfach Lauras Geist oder so. Oh mein Gott, ich wusste das doch. Oh. Das ist das Schlimmste, wenn ich vorher schon weiß, dass es passieren wird. Es wird zur Masche. Nochmal ein kleiner Scare, bevor ich mich für diese Folge verabschiede. Holy shit. Ja, Leute, bis zur nächsten Folge. Ich nehme jetzt nochmal ein paar Baldrian-Tropfen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ihr dann weiter darüber lacht, wie ich mich über Kleinigkeiten erschrecke. Yay!